war in der Intensivstation und der Arzt hat meinem Mann gesagt, kann ganz schief gehen. Ich wurde sehr stark gemobbt und habe mich auch selbst verletzt. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, das so jetzt mein Leben lang weiterzumachen. Und dann habe ich mich neu entdeckt. Das ist nicht so schlimm. Wenn ich mir treu bleibe, dann bin ich optimistisch. Ich bin Laura. Ich bin Julia. Ich heiße Graciela. Ich bin Mexikanerin. Mein Motto ist immer, man muss an der Großzügigkeit des Lebens ganz tief glauben. Ich würde mich selbst meistens als Optimistin bezeichnen, weil ich immer versuche, in meiner Situation das Gute zu finden. Ich habe von Geburt an keine Beine, also keine Knie, Unterschenkel und Füße. Ich habe an jeder Hand nur 3 Finger. Mein rechter Ellbogen ist steif, mein linker Ellbogen ist nur eingeschränkt bewegbar. Ich umgebe mich am liebsten mit Menschen, die auch positiv sind. Wenn ich viele negative Gedanken habe, frage ich hauptsächlich meine Freunde, was sie denn eigentlich an mir mögen oder was sie gut an mir finden. Das hilft mir dann oft. Um neue Kraft zu tanken, gehe ich wahnsinnig gern ausreiten mit meinen Freundinnen. Da habe ich sehr gelernt, mich selber im Griff zu haben, mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Ich habe mit Social Media sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten, dass Menschen von mir in dem, was ich tue, irgendwie beeindruckt sind, beziehungsweise sich selber dadurch motivieren. Das kann mir keine Krise auf der Welt nehmen. Definitiv mein Frohsinn und mein Lächeln. Mein Optimismus. Die Liebe. Ich hatte 2-mal Brustkrebs und davor noch was. Also ich war sehr stark auseinandergesetzt mit dem Tod, schon 4-mal. Also für mich der Optimismus ist in eine tiefe Verbundenheit mit Pessimismus. Wenn ich zum Beispiel den Zustand unserer Welt betrachte, dann sehe ich das pessimistisch. Aber nur dann kann ich handeln auf eine positive Weise, auf eine optimistische Weise, weil ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe. Seit ich in den Kindergarten war, wusste ich, dass ich Malerin werden wollte. Mein Vater wollte auf keinen Fall, dass ich Malerin werde, weil von Kunst kann man nicht leben. Und dann hatte ich eine riesige Krise und bin letztendlich raus aus dem Elternhaus und da bin ich zum Tanz gekommen. Also ich hatte keine komplett schlimme Jugend, aber ich wurde eben sehr stark gemobbt und habe mich auch selbst verletzt und war in einem echt tiefen Loch und konnte mich da erst wieder herauskämpfen, als ich ein Auslandsjahr in England gemacht habe, in Brighton, und Abstand zu meiner Heimatstadt und zu vielleicht auch toxischen Freunden mir genommen habe und habe mich neu definiert und auch neu kennenlernen dürfen. Das Wichtigste, was ich in der Zeit gelernt habe, ist, mich selbst zu lieben und wertzuschätzen und mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Man sollte sich wohlfühlen, da wo man sich aufhält. Sei das zu Hause oder irgendwie in der Natur, man darf es sich schön machen. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks wollt, Abonniert den Kanal. Los! Keine Angst zu haben, hast du mit akzeptieren. Als mir gesagt wurde, sie müssen Chemotherapie machen, sie werden den Haar verlieren. Ja, ich hatte meine Glatze und dann habe ich mich neu entdeckt. Das ist nicht so schlimm. Egal was, ob es Krankheit, ob es Krise, was ich bekomme, ist richtig, dass ich das bekomme. Weil daran lerne ich viel. Und daran, weil ich lerne, kann ich einen Schritt weiter. Weil ich nicht Malerin werden konnte, dann bin ich Künstlerin geworden. Das Leben hat mir das gegeben, was ich bräuchte. Es war richtig. durch Optimismus ist meine Liebe zu mir stark gewachsen. Ich gehe in meinem alltäglichen Leben mit meinem Handicap sehr offen um und ich hadere eigentlich sehr wenig mit meinem Schicksal. Es bleibt mir ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Also es ändert sich ja nicht dadurch, dass ich die ganze Zeit mir Gedanken drüber mache, warum ich. Mir hat mein Ehrgeiz immer geholfen, so selbstständig zu werden, genauso wie meine Eltern, die mich schon immer dahin erzogen haben. Ohne meine Einschränkungen wäre ich bestimmt nie deutsche Juniorenmeisterin geworden oder auch nie bayerische Meisterin. Mir macht es gute Laune, wenn ich die Schönheit dieser Welt betrachte. Weil man einfach draußen ist, die Sonnenstrahlen auf der Haut spürt und sich
Zeit für sich nimmt. Was ist dein Tipp für positives Denken? Schreib es in die Kommentare. Ein Vision Board ist für mich super hilfreich, um meine Ziele zu visualisieren und sich mal die Zeit für sich zu nehmen, zu reflektieren und zu sagen, hey, was möchte ich gerne erreichen? Und wenn es noch so kleine Ziele sind, dieses reflexive Denken, das hilft in Bezug auf Optimismus, weil man seine Ziele vor Augen hat und wahrscheinlich weniger in so einen negativen Strudel gerät. Mein Satz, der mir hilft, gut drauf zu sein und mich selbstbewusst zu fühlen, ist einfach, dass ich gut bin, so wie ich bin und mich nicht verstellen muss und das auch leben muss. Ich glaube, Optimismus kann man ein Stück weit lernen. Also ich versuche so gut wie jeden Abend mir zu sagen, wofür ich an dem Tag dankbar bin. Body Positivity bedeutet für mich, seinem Körper dankbar zu sein für das, was er leistet und sich so zu akzeptieren und auch andere Körper zu tolerieren und akzeptieren. Glück bedeutet für mich, Ein erfülltes Leben zu haben. mit mir selbst im Reinen zu sein. Für mich ist das größte Glück noch zu leben. Wenn man positiv denkt und was Schönes auch macht, dann kommen die positiven Sachen und das Glück zu einem von ganz allein.